meine Farbinspiration. Und die möchte ich heute mit in meinem Werk verarbeiten. Ich habe eben nur aus dem Fenster geschaut. Es ist Herbst. Ja, und die Farben finde ich toll. Und auch jetzt hier diese Aufteilung inspiriert mich auch schon wieder. Ja, ich bin jetzt selber gespannt, was so kommt, weil mich ständig irgendwas Neues inspiriert. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich will die Farben haben. Trinke erst noch einen Kaffee. Ja, kurz innehalten. Ja, ich habe schon die ganze Zeit immer überlegt, na, mache ich noch mal was mit Kaffee. Aber ich glaube, der Farbton passt doch. Schau mal, ist doch genau der Farbton hier. Da kann ich doch einfach gucken, was ich damit jetzt mache. Ich hatte mir den Farbton nämlich schon angemischt und ja, toll. Wow, guck mal, was da passiert. Wie schön die sich hier auch vermischen gerade, also auch die Zwischentöne. Und ja, man sieht, den Farbton kann man so auch gar nicht so gut mischen, also diesen natürlichen Kaffeefarbton. Nehme ich einfach mal das Palettenmesser, verstreiche das mal. Und ja, jetzt habe ich natürlich ziemlich viel Flüssigkeit hier auf meiner Leinwand. Ich wollte eigentlich was mit Struktur machen und hatte mir das da schon alles hingestellt zum Anmischen. Ja, damit kriege ich jetzt die Farbe oder kriege ich überhaupt wieder eine Farbe hin. Sonst ist es ja viel zu flüssig und dann muss ich so lange warten, ehe es wieder trocken ist. Ja, genau. Also darüber entsteht jetzt tatsächlich ein Farbton. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, diesen Farbton aus Acrylfarbe zu mischen. Ist mir gerade was eingefallen. Vielleicht probieren wir nochmal was anderes. Mir ist der Farbton nämlich jetzt zu hell geworden und jetzt gebe ich einfach nochmal ein bisschen Kaffee dazu und es läuft. Es läuft. Der Tisch steht auch schief, glaube ich, deswegen läuft das hier so runter. Aber es nimmt so ein bisschen die andere Farbe auch mit. Also es ist immer ein toller Prozess, finde ich. Und das, was ich mir gerade überlegt habe, ganz spontan, ist eben, dass ich jetzt die Folie auch nutzen kann, um diesen Farbfluss zu stoppen. Und jetzt kann ich erstmal meine Paste nehmen und die ein bisschen verstreichen. Das war eigentlich mein Plan. Das nochmal mit einem Palettenmesser ein bisschen glatter. Ich wollte nämlich eigentlich heute mit der Folie eine Struktur in die Fläche bringen. Und dann kam aber der Kaffee. Schöner Marmoreffekt jetzt hier und so schöne goldene Töne hier drin. Genau die finde ich sehr schön. Auch die Mischung jetzt mit dem Kaffee. Jetzt nehme ich nochmal einen etwas dunkleren Farbton dazu. Ja, jetzt läuft er auch gar nicht mehr. Ne? Ist jetzt nicht mehr so flüssig. Jetzt gucke ich mal. Mal gucken jetzt mit der Folie, ob es nur fleckig wird oder ob das auch so ein bisschen sich in die Knicke zieht, die Farbe. Ja, eigentlich wollte ich nur die Struktur heute hier machen, aber jetzt kommt halt gleich Farbe dazu und dann haben wir so beides. Ein bisschen Struktur, ein bisschen Farbe. Das haben wir ja auch schon öfter gemacht. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind doch schöne Adern da drin. Also wirklich wie so Marmor. Ja, wer so ein ganz leichtes Bild haben will, so mit so hellen, schönen, natürlichen Nuancen, der kann das einfach so machen. Es macht total viel Spaß und ist unkompliziert, finde ich. Und ja, du kannst dich hier einfach so ein bisschen auf die Farbtöne einlassen und gucken,
was so entsteht. Also es ist jetzt leider durch die Kamera viel, viel dunkler, als es in Wirklichkeit ist, aber du siehst hier diese schönen Effekte. Wieder alles anders, als ich mir gedacht habe. Ja, und jetzt kam gerade so die Idee, einfach damit noch ein bisschen zu malen. Ach, das Blatt. Das kann sich hier nicht lösen. Das funktioniert doch auch gut, damit zu malen. Hier so ein bisschen die dunklen Stellen wieder abzudecken. Machen wir noch mal was anderes. Ich habe hier nämlich noch einen schönen Grünton. Knicken ist besser, sonst ist es so gerade drauf. Also ein paar Knicke rein, wenn es geht. Ja, ich löse das hier nochmal, es gefällt mir jetzt nicht. Vermal das nochmal ein bisschen. Ja, hier muss es irgendwie immer heller. Habe ich vorhin schon immer gedacht. Kann ich natürlich auch toll diese Struktur nutzen, die so schon mit der ersten Farbschicht so reingekommen ist. Jetzt kann ich richtig nochmal damit arbeiten. So, ich glaube, hier den Bereich, ja, ich bin mir unsicher, aber nee, ich lasse es jetzt erstmal trocknen. Nee. So, ich habe alles sauber gemacht. Das Bild ist so gut wie trocken. Und ja, es war eine sehr inspirierende Arbeit. Irgendwie sieht solche Kamera leider wieder dunkel aus. Ist eigentlich viel, viel heller. Ja, es ist aber auch heute so dunkel draußen. Eben kam so ein kleinen Moment mal die Sonne durch. Davor hat es schon wieder geregnet. Also ja, wir haben Herbst. Aber hier sind tolle, tolle Farbtöne drin. Also ja, die immer so zu mischen, ist gar nicht so einfach, aber über diese Technik auch des Übereinanderlegens, finde ich, geht das immer ganz gut. Und jetzt habe ich hier so eine ganz leichte Struktur drin. Also ich konnte die Struktur auch betonen und gleichzeitig nochmal mit der Folie auch arbeiten. Also einfach machen. Hat total viel Spaß gemacht. Ja, also die Malerei, finde ich, die belebt doch immer alles und macht so einen trüben Tag auch
wieder bunt, würde ich mal sagen. Denn, schau mal, jetzt kam doch gerade noch mal kurz die Sonne durch. Das muss man ja echt schon filmen, weil es war jetzt die ganzen Tage immer voll dunkel hier. Und dann, obwohl es vormittags ist, also es ist morgens, vormittags. Also hab einen schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Hier nochmal ein paar persönliche Worte an dich. Das nutze ich ja hier immer ganz gerne, um nochmal ja auch so Revue passieren zu lassen, das, was ich eigentlich gemacht habe beim Malen. Denn wenn ich male, merke ich meistens gar nicht, dann bin ich so vertieft, dann merke ich gar nicht, was ich da jetzt mache. Und ja, ich habe in dem Video sehr intuitiv gearbeitet, also habe mich immer leiten lassen von dem, was mich gerade inspiriert hat und auch schon davor. Also ich hatte schon den Kaffee da stehen und wusste, na, irgendwie ist es heute vielleicht der Tag. Und dann ist es immer schön, wenn man dem Impuls einfach auch nachgehen kann. Also mach einfach und ja, auch die Folie bietet sich an, wenn du sie nicht mehr hast, ist auch gut. Dann nimm einfach ein Tuch, nimm Pappe oder nimm Schwamm. Also die Technik kann man prima auch mit dem Schwamm machen. Also sei da einfach kreativ. Wenn ich nochmal Folie habe, dann nutze ich die immer noch sehr vielseitig. Schau gerne auf meinem Blog, da schreibe ich immer noch mal viele Tipps hin. Und jetzt danke ich dir für dein Like, vielen, vielen Dank. Danke für dein Abo, herzlichen Dank für deinen Kommentar. Es tut mir so leid, dass ich es nicht schaffe, immer zu antworten. Denn ich lese das und bin auch immer, ja, ich freue mich einfach total. Also es kommt immer sehr an und also schön, dass du hier bist und danke für deine Unterstützung. Tschüss!